Hallo Leute, ich bin Giovanni Tundes aus Rüsselsheim und das ist unsere Geschichte zusammen mit dem Alex. Ich bin der Alex und wie gesagt, das ist unsere Story oder die Story behind der Story zur Haartransplantation. Ja, am meisten hat mich gestört, dass ich mit meinen Haaren damals nichts mehr anfangen konnte. Ne? Also ich konnte die nicht mehr nach rechts, nach links drehen, also es ging so gut wie gar nichts mehr. Ne? Ich glaube, bei dir war es ja genauso. Ne? Du sahst ja genauso aus wie ich damals. Und ja, nach der Haartransplantation hatte ich jetzt eine neue Haarlinie und ja, es gibt nichts Schöneres, wie da vorne irgendwas machen zu können. Ne? Und wie man auch beim Alex sehen kann, ne, bei ihm ist es ja richtig perfekt, so richtig nice. Also ich würde da wirklich einmal nach links, einmal nach rechts kämmen, nach vorne, nach hinten. Ja, und das ist halt das, so muss eine Haartransplantation sein in meinen Augen. Ne? Ja, mich haben halt auch so mehrere Sachen gestört. Klar, hatte ich halt auch in einem der Videos erwähnt, dass mich mein Narbengewebe hinten in der Tonsur gestört hat. Ich hatte halt damals einen Verkehrsunfall und entsprechend kommt man halt, wenn man hinter mir stand, beziehungsweise auf Treppen hinter mir, konnte man einfach auf meinen Kopf gucken und die Narben sehen. Das war mal für mich sehr, sehr störend, beziehungsweise habe ich mich unwohl beigefühlt. Aber es, wie der Giovanni auch gesagt hat, es ist halt so, ich hatte halt vorher total volles Haar, hatte auch entsprechende Produkte genommen. Sehr doofe Situation, hat mich echt unwohl gefühlt. Und entsprechend bin ich froh, wieder eine schöne Haarpracht zu haben. Und jetzt sag mal, wie schön ist es morgens in den Spiegel zu gucken, ne, und kannst dir wieder durch die Haare kämmen. Ja, absolut, aber auch mal durch die Haare zu fahren. Wer mich kennt, weiß, dass ich halt, wenn ich lerne oder über Probleme auf der Arbeit grübel, also als Ingenieur habe ich halt immer sehr komplexe Arbeiten zu erledigen und ich grübel und fasse mir dann mal die Haare und das ist immer ein tolles Gefühl, wenn dann halt irgendwas ja, da ist, außer eine Glatze. Das ist halt schon ein gutes Gefühl. Ne? Ja, also der erste Eindruck der Klinik ist natürlich Bombe. Du kommst da rein und du siehst den Luxus, alles schön sauber, alles gepflegt und man wird auf jeden Fall empfangen auf Deutsch und man wird dann vorgestellt, den Dr. Levent Adja, und es kommt einem vor, auch als ob man einen Star treffen würde, weil man kennt ihn ja nur aus dem Internet. Und ja, toll, toll. Und man wird professionell behandelt, aber auch familiär eigentlich. Ne? Bei dir war es bestimmt auch so. Ja, absolut. Also sagen wir so, wer mich kennt, der weiß, dass ich ein Faible habe für Leute, die professionell arbeiten, und ich bin halt einer, also ich bewundere, egal ob Friseure, Bäcker oder was auch immer, wenn ich jemanden gutes Handwerk machen sehe, habe ich absolute Bewunderung, und der Doktor ist halt ein absoluter Vollblutprofi, also wie der eine mit einem Ball hantiert beim Fußball, so hantiert der mit dem Skalpell quasi, das ist halt ein absolutes Genie. Also man geht ja auch mit ein bisschen Angst rein, ne? Mit einem mulmiges Gefühl, was passiert denn jetzt? Ne? Und der Dr. Adja, der ist da auch ein Profi, dir die Angst zu nehmen, der erklärt dir den Verlauf, ne? Also das macht der echt gut. Ja, wir protzen ja so an Selbstbewusstsein, ne? Das sieht man doch. Nee, aber auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall, es ändert dein Leben auf jeden Fall, weil du hast ein neues Erscheinungsbild, selbst deine Mitmenschen, die sprechen dich darauf an, wenn es jetzt auch deine Eltern sind, die dich wirklich seit Kind auf kennen, und die sagen dir auch, ey, du siehst ja richtig komplett wie ein neuer Mensch aus, und das siehst du auch am Spiegel. Meine Freundin gefällt's, also es gefällt bis jetzt jedem, das ist auf jeden Fall lebensverändernd. Ja. Geht mir auch so, ich stehe mittlerweile echt wieder gerne vorm Spiegel, und was noch viel wichtiger ist, ich habe auch keine Komplexe mehr, wenn jemand hinten auf der Treppe hinter mir steht. Weil man sieht halt hinten fast gar nichts mehr, es ist halt fast komplett dicht. Klar muss man jetzt noch 2-3 Monate warten, bis das Endergebnis in der Tonsur zu sehen ist, weil da hieß es bis zu 18 Monaten. Aber ich bin mit einem Ergebnis mehr als glücklich, also ich hätte es mir tatsächlich nicht so gut erwartet. Kosmetikerklinik, die machen nicht nur Haarverpflanzungen, wenn ich das so sagen kann. Also man hat auch die Möglichkeit, da Leute zu treffen, die genau das gleiche Problem haben wie einer selber auch. Ne? Man geht dahin, um die Haartransplantation zu machen. Man trifft die Leute, man kann sich austauschen und Informationen und so weiter und so fort. Dann wird man auch am gleichen Tag operiert, man isst zusammen. Also man hat auf jeden Fall immer die Möglichkeit, Leute kennenzulernen. Und das war jetzt auch bei uns der Fall mit Alex. Und ja, war toll. Wir haben praktisch alles zusammen gemacht. Und die erste OP am ersten Tag, am zweiten Tag, der Rückflug auch. Ein Jahr, glaube ich, jetzt genau, wie Brüder geworden.
tatsächlich durch die Cosmetica entstanden, eine gute Freundschaft, sehen uns wie Brüder und ist einfach auf jeden Fall eine tolle Sache. Krasse Sache auf jeden Fall, ne?